Corporate Governance oder gute Unternehmensführung rückt immer dann in die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und der Medien, wenn sie nicht funktioniert. Hypo Alpe Adria, Finanzkrise, VW-Diesel-Skandal. Immer fragt man sich, was ist in der Unternehmensführung schiefgelaufen? Schnell wird der Ruf nach mehr Regeln für ein funktionierendes Überwachungssystem laut. Aber sind immer mehr Regeln und Gesetze die Lösung? Mein Name ist Anne Darcy. Ich leite das Institut für Corporate Governance an der Wirtschaftsuniversität Wien. Wir beschäftigen uns mit der betriebswirtschaftlichen Sicht der Corporate Governance und guter Unternehmensführung. Im internen Überwachungs- und Kontrollsystem eines Unternehmens nehmen die internen Revisoren als sogenannte dritte Verteidigungslinie eine wichtige Rolle ein. Die interne Revision unterstützt die Geschäftsführung in ihrer Kontroll-, Steuerungs- und Lenkungsfunktion, indem sie unternehmensinterne Prozesse auf Effektivität und/oder Effizienz überprüft. Uns hat interessiert, inwiefern interne Revisoren tatsächlich, wie von ihren berufsständischen Standards gefordert, objektiv entscheiden können. Dabei haben wir uns den Einfluss der Kommunikation der Leiterin der internen Revision auf das Entscheidungsverhalten von internen Revisoren angesehen. Was passiert, wenn eine Kontrollfunktion, hier die interne Revision, nicht nur dem Management gegenüber verantwortlich ist, sondern auch dem Aufsichtsrat als Überwachungsinstanz? Dies fordern nämlich neuere Gesetze zur Überwachung des internen Kontrollsystems. Als Diener zweier Herren kann es Zielkonflikte geben. Wie entscheiden interne Revisoren zwischen viel und wenig Kontrolle, wenn sie eher die Präferenzen des Managements oder die des Aufsichtsrats kennen? Forschung über die Effektivität und Effizienz interner Kontrollsysteme und der internen Revision, das ist eine Herausforderung, weil dies sensible Bereiche innerhalb eines Unternehmens sind. Wir hatten die einmalige Gelegenheit, dass zwei große internationale Konzerne, ein Schweizer und ein deutsches börsennotiertes Unternehmen mit insgesamt über 70 Revisoren an 2 Experimenten teilnahmen. 2 Gruppen interner Revisoren hatten jeweils für den Konzern realistische Kontrollprozesse zu beurteilen und vermeintlich überflüssige Kontrollen zu streichen. Beide wurden vorab vom Vorgesetzten an die Präferenzen erinnert, entweder des Managements, Kosten zu sparen, oder des Aufsichts- bzw. Verwaltungsrats, der Wert auf ein effektives Kontrollsystem legt. Nach der Auswertung konnten wir die Ergebnisse mit den Teilnehmern diskutieren, die teilweise sehr überrascht waren. Tatsächlich streichen interne Revisoren mehr Kontrollen, wenn ihr Vorgesetzter sie kurz vorher an das Kostensparprogramm des Managements erinnert hat. Dabei spielt es keine Rolle, ob dies verbal oder per E-Mail kommuniziert wird. Dieser Effekt ist dann besonders ausgeprägt, wenn die zu beurteilenden Prozesse umfangreich und komplex sind. Die Diskussionen im Anschluss des Experiments weisen darauf hin, dass das Entscheidungsverhalten unbewusst angepasst wurde. Im Rahmen der Unternehmensüberwachung und Corporate Governance wird an vielen Stellen Unabhängigkeit und Objektivität gefordert. Dieses Experiment zeigt, dass bei Zielkonflikten eine solche Objektivität nicht immer sichergestellt werden kann. Die Ergebnisse illustrieren auch eindrücklich, wie ausschlaggebend der Tone from the top, also die gezielte Kommunikation der gewünschten Strategie, Entscheidungsverhalten beeinflussen kann. Standardsetzer und Gesetzgeber sollten sich bewusst sein, dass eine neue zusätzliche Berichtslinie, also zum Beispiel die vom internen Revisor zum Aufsichtsrat, Zielkonflikte hervorruft. Damit können neben den erwünschten Wirkungen auch unerwünschte Nebeneffekte entstehen.